Wer auf den Westerolen unterwegs ist und den Norden der Insel Longyear erreicht, stößt vielleicht auf diese Ansammlung von Häusern. Aber was genau sieht man hier eigentlich? Ein Küstenort. Hysterische Möwen und davon viele. Ist das real? Oder bin ich hier in einem Klassiker der Filmgeschichte gelandet? Mein erster Eindruck war, dass Alfred Hitchcock diesen Ort hat bauen lassen. Als Kulisse für seinen Film Die Vögel Teil 2. Aber es ist alles ganz anders. Nyk Sund heißt dieser Ort und er hat eine wirklich spannende Geschichte. Sie zu erzählen hilft mir dieser Mann. Sein Name ist Michel. Ein Hamburger aus Norwegen. Oder ist es umgekehrt? Michel hat in seinem Leben vieles gemacht. Er war Fotograf, Sozialarbeiter, Mechaniker, Matrose, Panzerschütze, Filmvorführer und einiges mehr. Ein Tausendsassa. Für mich ist er vor allem ein Zeitzeuge, der auf dieser Anhöhe oberhalb von Nyk Sund vor vielen Jahren ein Erlebnis hatte, das sein Leben verändert hat. Für mich hat der Berg eine ganz große Bedeutung. Ich habe hier vor 35 Jahren gezeltet, war ganz neu in Nordnorwegen und auf der Insel. Bin abends in mein Zelt gekrochen, es war bewölkt und so ein bisschen frisch. Und habe gut geschlafen und wachte morgens auf, mach das Zelt auf. Die ganzen Wolken waren weg, der Himmel war blau und der Ozean rauschte unwahrscheinlich. Und ich kriegte ein etwas fremdes Gefühl und sagte mir selbst, ich bin in meinem Leben zu Hause. Und da wusste ich, hier muss ich bleiben. Und es ist 35 Jahre später, ich bin immer noch gerne hier und deswegen ist der Berg für mich was ganz Besonderes. Kaum angekommen, wurde Michel dann ein Teil der turbulenten Geschichte des Fischerortes Nyk Sund in diesem Holzhaus. In diesem Haus, das wir das Sturmhaus nannten, habe ich gearbeitet vor über 30 Jahren. Ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt Lübeck. Ich war dann Sozialarbeiter und habe Jugendliche beschult. Es war eine heftige und eine schöne Zeit, auch ein bisschen abenteuerlich, aber es war gut. Ein Hamburger, der nach Norwegen auswandert und nördlich des Polarkreises deutsche Jugendliche betreut. Im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt, das klingt rätselhaft. Die Erklärung steckt in der Geschichte des alten Fischerdorfes Nyk Sund. Und genau diese Geschichte erzähle ich euch jetzt. Vor langer Zeit gehörte Nyk Sund zu den größten Fischerdörfern der Westerolen. Der entscheidende Grund dafür waren die nahegelegenen reichen Fischgründe. Doch mit dem technischen Fortschritt verlor der Ort an Bedeutung. Die Bewohner zogen in die Zentren. In den 1970er Jahren wurde Nyk Sund zur Geisterstadt, die immer mehr verfiel. Die Wende brachte das Nyk Sund-Projekt, initiiert von einem Berliner Sozialpädagogen in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin. Die Idee war eine internationale Begegnungsstätte am nördlichen Rand Europas. Ziemlich gewagt, aber die bunte Mischung aus Studenten, Handwerkern und Umweltschützern begann den Ort tatsächlich wieder aufzubauen.
Im Rahmen des Projektes kamen auch sozial benachteiligte Jugendliche, die hier voneinander lernen sollten. Gemeinsam wurde gearbeitet, gekocht, diskutiert und gefeiert. 1992 endete das Projekt. Heute ist Nüxund ein Ort mit vorsichtigen touristischen Entwicklungen. Es gibt Restaurants, Konzerte, Kunstprojekte. Und inzwischen steigt auch die Zahl der Einwohner. Michel, der nur noch zeitweise in Nüxund lebt, würde heute jedoch kaum noch Motive für seine Kamera finden, hätten nicht vor 40 Jahren viele engagierte Menschen an das scheinbar Unmögliche geglaubt. Sie wollten ein Dorf retten, das eigentlich dem Untergang geweiht war. Anfang der 80er Jahre war das alte Fischerdorf Nüxund der Zerstörung preisgegeben. Es war eigentlich nur noch eine Wüstung. Dann kam das internationale Projekt Jugendarbeit zusammen mit mehreren Ländern. Nüxund wurde wieder aufgebaut, es wurde Leben reingebracht. Ich bin total dankbar, dass es das Projekt gegeben hat und ich glaube, wir würden hier nicht so stehen können in Nüxund, wenn es das Projekt nicht gegeben hätte. Junge Menschen, die ein Dorf vor seinem Untergang retten. Ich fand die Geschichte einfach so schön, dass ich sie ja unbedingt erzählen wollte. Euren Kommentaren habe ich entnommen, dass manche Zuschauer von meinen Berichten über das kalte, nasse Reisewetter etwas erstaunt waren. Eigentlich ist zum Wetter alles gesagt, aber vielleicht ist bei diesem Thema eine Wiederholung hilfreich. Wenn ihr herkommt, dürft ihr nicht vergessen, ihr fahrt in die sogenannte Subarktis. Was heißt das praktisch? Wir haben es jetzt Mitte Juli und ich habe in den letzten 14 Tagen die Sonne, wenn überhaupt, dann nur nachts gesehen. Tagsüber unterscheide ich zwischen gutem und schlechtem Regen. Der gute Regen kommt von oben, der schlechte Regen kommt von links, von rechts, von unten, von überall her. An den Bildern seht ihr, selbst die Norweger bleiben im Moment lieber zu Hause. Die Tagestemperatur liegt bei 12 Grad, gefühlt sind es 5. Es stürmt und regnet und die Aussichten für die kommende Woche sind nicht besser. Die besonders heftigen Wetterbilder kann ich euch leider nicht zeigen. So etwas lässt sich nur sehr schwer drehen. Wer meine Island-Filme aus dem letzten Jahr gesehen hat, erinnert sich vielleicht, ich habe damals viel über den Regen geschimpft. Inzwischen habe ich dazugelernt und sage ganz klar, hier nördlich des Polarkreises gehört solch ein Wetter auch im Hochsommer einfach mit dazu. Für meine Dreharbeiten bedeutet das, ich warte nicht mehr auf Sonnenschein, mir reicht es schon, wenn es nicht mehr regnet. Themenwechsel. Ich versuche euch ja mit meinen Filmen Norwegen näher zu bringen. Und dafür nenne ich euch jetzt mal eine Zahl. 239.000. In etwa so viele Inseln, Schären und Holme gibt es hier. Ich wiederhole nochmal die Zahl, weil sie so ungeheuerlich groß ist. 239.000. Nur ein Teil davon ist bewohnt, aber diese Inseln verteilen sich über die gesamte norwegische Küste und die ist bekanntermaßen ziemlich lang. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wie versorgt man eigentlich die Menschen, die auf diesen Inseln wohnen? Hier kommt die Antwort. Wer Norwegen verstehen möchte, sollte unbedingt aufs Wasser. Am besten mit Michel. Der Walnorweger ist nicht nur ein guter Zeitzeuge, er fährt auch schon seit vielen Jahren zur See. Derzeit mit dem Motorschiff Fenris. Es liegt im Hafen von Myre, einer kleinen Stadt auf den Vesterålen. Ich habe angefangen auf einem Kapitänsschulungsschiff, auf einem kleinen, das hat eine riesige Waltonne, ein Crossnest und da schaukelt es ordentlich, wenn wir zu den Pottwalen rausgefahren sind, nicht zum Schießen, sondern zum Beobachten. Und dann habe ich den Küstenschiffer gemacht, das Patent 5 und bin als Obersteuermann gefahren auf einem großen Lachsfrachter und von da haben wir von den Anlagen bis zur Fabrik die
Lachse gebracht. Und dann habe ich auf einem Passagierschiff angefangen und da bin ich immer noch. Das ist das 7. oder 8. Schiff, auf dem ich bin. Auf der Fehmris arbeitet Michel in einer Doppelfunktion. Er ist Matrose und Maschinist. Da die Mannschaft klein ist, kommen dazu noch viele andere Aufgaben. Aber in erster Linie liegt der Arbeitsplatz von Michel im Bauch des Schiffes. Er ist verantwortlich für 2 Reihensechszylinder, turbo aufgeladen mit jeweils über 600 PS. Hier unten ist es unglaublich eng und laut, aber die beiden Diesel sind das Herz des Schiffes. Bei gutem Wetter kann man das schnell vergessen, aber spätestens bei rauer See ist jedem klar, auf diese Maschinen müssen sich Passagiere und Besatzung jederzeit verlassen können. Aus dem Hafen geht es noch gemächlich, dann werden die beiden Diesel auf Touren gebracht. Und wir sind aber jetzt mit fast 40 Stundenkilometern unterwegs. Das Motorschiff Fehmris ist ein klassisches Schnellboot, das zu festen Zeiten auf einer festen Route unterwegs ist. Mit solchen Booten kann man als Tourist auf den Westerollen von Insel zu Insel hüpfen. Aber der eigentliche Zweck ist die Verlängerung der Landstraße auf dem Wasser. Für Norweger, die auf einer der Inseln wohnen, ist das Motorschiff die Nabelschnur zum Festland. Die Fehmris steuert etwa 10 Häfen auf 10 Inseln an. Transportiert wird alles Mögliche. An diesem Tag ist es ein Autoanhänger. Aber wie mir Michel berichtet hat, transportiert wurden auch schon Pferde und Schafe. Das Be- und Entladen geht so rasend schnell, dass ich kaum hinterherkomme, um die Bilder zu drehen. Die Menschen hier setzen fest darauf, dass das Schiff pünktlich und jeden Tag kommt. Das Boot bringt sie zur Arbeit, zur Schule oder zur Familie. Und es bringt Dinge, die wichtig sind, um hier zu leben. Natürlich auch die Post. Bei gutem Wetter macht die Fahrt mit der Fehmris Freude. Ich möchte mir aber gar nicht vorstellen, was es bedeutet, mit dem Schiff im Winter durch die raue See zu navigieren. Bei Schnee und in der dunklen Polarnacht. Wie mir Michel versichert, fährt das Schiff bei fast jedem Wetter, auch dann, wenn manche große Fähre im Hafen bleibt. Aus seiner Sicht ist das Fahren zur See ein Teil der norwegischen Kultur. Und auch für ihn bleibt die Seefahrt immer etwas ganz Besonderes. Ich fahre zur See, da ich gemerkt habe, dass tatsächlich aus dem Hafen auszulaufen, das ein Stück Freiheit drin hat. Und ich bin da so motiviert,
Das hat überhaupt nicht nachgelassen. Das ist natürlich das offene Nordnorwegen. Wir fahren nach Westen raus, der große Atlantik ruft. Und das geht mir jeden Tag, wenn wir rausfahren, immer dieses Stück Freiheit. Die Vesterålen, so wie ich sie erlebe, sind eine schroffe, aber schöne Welt. Es gibt hohe Berge und tiefe Fjorde. Die Landschaft hat eine natürliche, ihr innewohnende Dramatik. Die Lofoten mögen spektakulärer sein, sie beeindrucken. Die Vesterålen hingegen beruhigen und sind dabei wie ein kleiner Ausschnitt vom großen Norwegen. Ein Aspekt in meinen Filmen ist bisher viel zu kurz gekommen. Das sind die vielen Tiere, die es hier gibt. Um sie zu filmen, braucht man Zeit, Geduld und Ortskenntnis. Oder man fragt den Michel. Wie schon erwähnt, er ist leidenschaftlicher Fotograf. Eigentlich wollte er Polarforscher werden, was nicht geklappt hat. Dafür lebt er jetzt in einer Region, in der er Natur fotografieren kann, die einen Mitteleuropäer wie mich immer wieder zum Staunen bringt. Vom Polarlicht bis zum Seeadler. Seht selbst. Ich werde immer Deutscher bleiben, bin zum Glück aber auch Norweger geworden. Als ich hierher kam, war ich noch unsicher, rastlos. Tschernobyl war gerade da. Will ich überhaupt Familie gründen und Kinder kriegen? Dann habe ich die Suse getroffen und sie hat mich schnell überzeugt und wir haben Kinder bekommen. Die sind jetzt hier auch schon groß und gründen selber Familie. Nordnorwegen hat sich kaum verändert in den Jahren. Es ist immer noch frei und schön. Es sind so wenig Leute hier. Man kann sich entfalten, man stört andere nicht und mich kriegt hier keiner weg. Ich bleibe hier. Das war ein etwas längerer Filmabschnitt mit Michel, aber der Mann ist sehr sympathisch und konnte mir viel über Norwegen erzählen. Wie ihr wisst, interessieren mich die Länder, die ich bereise, wirklich und ernsthaft. Und über die Besonderheiten eines Landes erfährt man natürlich am meisten, wenn man mit den Menschen redet, die in diesen Ländern wohnen. Und jetzt fahre ich weiter. Eine Fahrt bei bestem Wetter. Nach den vielen Regentagen ist es schön, mal wieder die Sonne zu sehen.
Anders als in den letzten Monaten fahre ich diesmal nicht in den Norden. Diese Route führt Richtung Osten. Auf der Strecke liegen 2 große Brücken. Über die erste verlasse ich die Insel Longøya. Über die zweite Brücke fahre ich rund 100 Kilometer später. Es ist die Tjeldsund-Bru, hier im Bild noch ganz klein am rechten Bildrand. Sie ist ein wahrhaft imposantes Bauwerk und verbindet die Inselgruppe Vesterålen mit dem norwegischen Festland. Damit ihr euch besser orientieren könnt, wo genau ich heute lang fahre, gibt es jetzt wieder eine Karte. Gestartet bin ich an der Küste bei Oppmyre Camping. Es geht etwa 280 Kilometer nach Osten. Mein Ziel liegt nahe der schwedischen Grenze. Es ist der winzige Ort Inset. Bisher war ich in Norwegen nur an der Küste unterwegs. Aber dieser Abstecher ins Binnenland zeigt, Norwegen ist überall schön. Mehr als die Hälfte der norwegischen Gesamtfläche ist Bergland. Auch jetzt im Juli sind viele der Gipfel hier oberhalb des Polarkreises noch schneebedeckt. Es geht wieder über die Europastraße 6, von der ich schon mehrfach berichtet habe. Dann biege ich ab. In ein Tal hinein ins skandinavische Grenzgebirge, wo diese Straße dann auch enden wird. Hier leben Luchs, Braunbär und Vielfraß. Kaum noch Menschen. Je weiter ich fahre, umso einsamer wird es. Eine Märchenwaldwelt, wirklich großartig. Ich hätte es ja schon mal angesprochen, wer Norwegen verstehen möchte, sollte unbedingt aufs Wasser. Man kann diesen Gedanken aber auch erweitern und sagen, wer Norwegen verstehen möchte, sollte unbedingt einmal auf einen Schlitten. Denn Schlitten waren hier über viele Jahrhunderte im Winter wichtige Transportmittel. Selbst die großen norwegischen Entdecker wie Amundsen und Nansen haben sich bei ihren Expeditionen Richtung Nord- und Südpol auf diese Transportmittel verlassen. Um euch zu erklären, wie ein Hundeschlitten funktioniert, stehe ich diesmal nicht auf einem Campingplatz, sondern auf einer Husky-Farm. Und das sind die Huskies. Trara! Ich hoffe, ihr seht sie. Es ist Mittagszeit. Es ist für norwegische Verhältnisse ziemlich warm. Deswegen dösen die meisten Hunde. Aber ich werde sie euch im Laufe des Filmes noch ausführlich vorstellen. Das Tal, in dem ich stehe, reicht bis in eine der abgelegensten Landschaften des Nordens. Über Jahrhunderte waren die Samen, das indigene Volk Norwegens, die einzigen dauerhaften Bewohner dieser Region. Inzwischen gibt es im Tal auch einige Bauernhöfe. Direkt an einem See liegt die Husky Farm Inset. Und das ist die Familie, die den Hof betreibt. Anne, Morten, die Kinder und jede Menge Hunde leben und arbeiten hier. Mortens Eltern kamen vor etwa 40 Jahren aus Deutschland und haben die Farm auf dem Gelände eines leerstehenden Gehöftes aufgebaut. Dank der deutschen Wurzeln spricht auch die nachfolgende Generation, obwohl in Norwegen geboren, die deutsche Sprache.
Also wir haben das Konzept von meinen Eltern übernommen und wir haben es nochmal ergänzt, da wo wir ein bisschen mehr Fokus, zum Beispiel mehr Fokus auf Nachhaltigkeit haben. Wir haben auch 23 hier unser Restaurant gebaut. Dadurch können wir unsere Kunden auch Essen anbieten und das Rundum-Konzept nochmal so ein bisschen geschlossener haben. Was uns wichtig ist, dass wir eine kleine, persönliche Husky Farm bleiben, dass wir keinen Massentourismus anbieten wollen. Wir wollen das authentische Naturerlebnis unseren Gästen darstellen und das ist uns sehr wichtig. Für einen ersten Überblick werden wir jetzt an einer Hofführung teilnehmen. Immer dann, wenn von Autarkie die Rede ist, klingt das oft etwas theoretisch. Doch auf dieser Husky Farm kann man sich anschauen, wie die Idee von der Selbstversorgung praktisch gelebt wird. Beispielsweise in der Tischlerei. Hier entstehen Schlitten für die teils wochenlangen Winterexpeditionen. Natürlich in Marke Eigenbau, möglichst stabil und leicht. Und in jedem Fall auch so, dass unterwegs alles repariert werden kann. Wenn man über den Hof geht, fallen die stabilen Häuser auf, gut isoliert und auf die kalten Winter ausgelegt. Gebaut in Eigenregie mit Hilfe befreundeter Zimmerleute. Als Gast kann man hier Zimmer, aber auch ganze Ferienwohnungen mieten. Für Camper wie mich gibt es Stellplätze. Zur Selbstversorgung gehört natürlich auch das Thema Essen. Dafür gibt es auf der Husky Farm Hühner, aber auch Schweine. Mit großem Auslauf und eigener Sule. Auf einer Hofbegehung kann man auch viel lernen. Zum Beispiel berühre niemals ein schlafendes Schwein. Ansonsten sind die Schweine ausgesprochen friedlich. Haben sie einmal Vertrauen gefasst, lassen sie sich sogar kraulen. Nicht nur Salami und Schinken, auch das Brot wird auf der Farm selbst gemacht. Gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Brot weit mehr als ein Grundnahrungsmittel. Es ist Kulturgut und ein Stück Heimat. Auf langen Reisen muss man darauf oft verzichten. Umso schöner ist es zu wissen, dass es hier Menschen gibt, die sich kompetent ums Brot kümmern. Angebaut werden mehrere Kartoffelsorten. Es gibt ein Gewächshaus und einen großen Gemüsegarten. Da der Sommer hier nur wenige Wochen lang ist, müssen die Pflanzen vorab im Haus oder im Gewächshaus vorgezogen werden. Ein ziemlich großer Aufwand, aber ohne Vorkeimen würden hier viele Pflanzen kaum rechtzeitig Früchte tragen. Das hier ist mein, aber auch Annes kleines Paradies. Sie hat es nämlich geschafft, hier oben, oberhalb vom Nordpolarkreis, Salate, Bohnen, Gurken, Tomaten, auch Erdbeeren zu pflanzen. Und für mich als Köchin ist es natürlich ein Traum. Ich kann abends so circa um 3:30 gehe ich in den Garten, hole mir frische Kräuter, frisches Gemüse, Salate, bringe das in die Küche und bereite damit das Abendessen für die Gäste zu. An diesem Abend gibt es Lasagne nach Art des Hauses. Mit Elchfleisch vom Jäger aus der Nachbarschaft und vielen Zutaten aus dem Garten. Gemeinsames Essen hat für uns Menschen seit Urzeiten auch eine soziale Funktion. Es stiftet Gemeinschaft, fördert den Zusammenhalt und dient dem Austausch.
Auf der Husky Farm konnte ich immer wieder beobachten, wie gut dieses Prinzip funktioniert. Frühstück gibt es hier für alle, an einem Tisch. Auch am Abend wird häufig gemeinsam gegessen. Die Folge: als Gast wird man hier schnell zum Teil der Familie. Es hat mich wirklich überrascht, aber Gemeinsinn ist in Inzet keine Marketingphrase. Ab dem ersten Tag rückt man zusammen. Ob es daran liegt, dass wir hier am Rand der Zivilisation sind, oder ob die Husky Farm einfach einen besonderen Schlag Mensch anzieht, genau weiß ich es nicht. Aber es funktioniert. Ihr habt jetzt den ersten Eindruck von der Farm, aber die Hauptdarsteller hier sind natürlich die Huskies. Bei meinem letzten Statement waren ja kaum Tiere zu sehen. Ich hoffe, das ist diesmal ein bisschen anders. Es ist kühler, der Himmel ist eher so bedeckt. Und was den Reisenden ärgert, nämlich schlechtes Wetter, freut den Husky. Hier auf der Farm leben 89 Tiere. Und als Rasse sind die Huskies, die man hier sehen kann, eine Mischung aus dem sogenannten Grönländer und dem sibirischen Husky. Ich selbst habe von Hunden keine Ahnung. Ich musste mich erst mal belesen und habe recherchiert, dass Huskies als Rasse dem Wolf ziemlich nahe stehen, also näher als die meisten anderen Hunderassen. Aber der Husky ist ein soziales Tier, er ist freundlich und den Menschen zugewandt. Ich mache jetzt einen Selbstversuch. Ich schraube jetzt hier einfach mal die Kamera vom Stativ ab und gehe zu den Hunden in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. So, Hund Nummer 1. Ich muss hier so laufen, dass die Sonne mich anscheint. So, Hund Nummer 1. Das ist hier Husky Nummer 1. Was tut er? Er legt sich hin. Könnt ihr ihn sehen? Ja, so kann man ihn sehen. So, Husky Nummer 1 will gestreichelt werden. Die nächsten beiden gucken schon und sind hier oben. Ich gehe mit der Kamera runter und ihr seht, wow, auch diese Tiere sehr freundlich, sehr neugierig. Stimmt's? Pass auf, komm hier hoch. Hier hoch. Super. So, jetzt hat er meine Höhe. Der ist mir zu wild. Der ist mir zu wild. Der nächste Husky ist eher schüchtern. Ja, kann man ihn sehen? Man kann ihn sehen. Aber der lässt sich hier wunderbar streicheln und macht einen sehr, sehr entspannten Eindruck. Stimmt's? Guck mal in die Kamera. So, der nächste Hund, der macht Folgendes. Der will an mir riechen. Ich bin jetzt hier von Hund zu Hund gegangen und wie ihr seht, sind alle, ich kriege sie immer nicht in die Kamera, ziemlich freundlich und nett. So, Husky, schau mal in die Kamera. Jetzt sind wir beide im Bild. Guck, wir sind beide im Bild, du und ich. Ist das nicht aufregend? Als ich den Hof das erste Mal gesehen habe, hat mich etwas irritiert. Die Unterbringung der Hunde. Manche sitzen allein, andere sind in Gehegen untergebracht. Warum das so ist, habe ich mir von Morten ausführlich erklären lassen. Huskies sind Rudeltiere und haben eine klare Rangordnung. Eine getrennte Unterbringung hilft dabei, Konflikte innerhalb des Rudels zu vermeiden. Gleichzeitig hat jeder Hund seinen eigenen Charakter. Die Aufteilung folgt deshalb einem ausgeklügelten System und ist kein Zufall. Hunde, die allein stehen, kommen damit besser zurecht oder sind vom Wesen her eher Einzelgänger. In den Gehegen dagegen leben Gruppen, die auch als Schlittenteams gut zusammenarbeiten. Außerdem müssen natürlich Männlein und Weiblein getrennt werden. Alle 89 Huskies, die hier leben, haben natürlich auch einen eigenen Namen.
Das sind norwegische Begriffe, ich kann sie nicht wirklich aussprechen, aber wer hier arbeitet, kennt diese Namen. Und das ist auch wirklich notwendig, denn die Tiere haben, wie schon gesagt, alle einen eigenen Charakter. Also mich erstaunt das total, ja, aber man merkt, jedes einzelne Tier hat eine eigene Persönlichkeit. Der hier zum Beispiel ist total entspannt. Man kann sich als Besucher hier auf der Farm völlig frei bewegen. Ich habe hier auch Kinder beobachtet, die sind über Stunden von Hund zu Hund gegangen und haben jeden Einzelnen gestreichelt. Und wie ihr seht, der Husky mag das. Ein großes Tier, aber unglaublich freundlich. Die große Aufregung auf der Husky-Farm hat einen simplen Grund. An diesem Tag findet ein Fahrtraining statt und alle Hunde wollen mit dabei sein. Weshalb Huskies so begeistert einen Schlitten ziehen, hat mehrere Gründe. Bewegungsdrang, Rudelverhalten und nach Mortens Einschätzung auch der Jagdinstinkt. Das Rudel geht auf die Pirsch und jeder Hund will mit. Spätestens jetzt ist die Nähe zum Wolf unverkennbar. Passagier an diesem Tag ist Lana, 13 Jahre alt. Sie kommt aus der Schweiz und macht hier Urlaub mit ihren Eltern. Die Huskies haben inzwischen etwas von einer Urgewalt. 8 Hunde wie im Rausch, die unbedingt starten wollen. Auch wenn Huskies im Sommer längst nicht so schnell laufen wie im Winter, sollte man sich gut festhalten. Komm her, Nulis. Ja, das ist Weg. Komm her, mach gut. Hopp, hopp. Weg. Auch wenn wir an diesem Tag weniger als 10 Grad haben, ist so eine Sommertour wie diese kurz und umfasst viele Pausen. Bekanntermaßen können Hunde kaum schwitzen. Sie regulieren ihre Körpertemperatur durch Hecheln. Vor jeder Tour wird genau festgelegt, welcher Hund an welcher Position läuft. Kraft, Ausdauer, Erfahrung und Temperament entscheiden darüber, wo ein Husky im Gespann eingesetzt wird. Ganz vorne laufen die Leithunde. Sie reagieren am besten auf Kommandos. Die Befehle kommen vom Schlittenlenker, dem sogenannten Musher. Und da ein Hundeschlitten keine Lenkung hat, steuert er ausschließlich über die Leithunde. Der Musher unterstützt dabei durch Gewichtsverlagerung oder Bremsen. Gleichzeitig muss er jedes einzelne Tier im Blick haben. Wirkt ein Hund müde oder zeigt Anzeichen einer Verletzung, wird sofort reagiert. Das Wohlergehen der Hunde hat immer Vorrang. Das mag hier im Umfeld der Farm noch keine Bedeutung haben, aber im Winter auf langen Expeditionen sind die Huskies für die Schlittenfahrer eine Lebensversicherung auf 4 Pfoten.
Beim Schlittenfahren ist ein gleichmäßiges Tempo entscheidend. Nur so können die Hunde ihre Kräfte über viele Stunden oder sogar mehrere Tage einteilen. Jetzt im Sommer ziehen die Hunde einen Trainingswagen. Ab Oktober oder November, sobald genügend Schnee liegt, wird das Dogcart durch einen Schlitten ersetzt. Die Tour war tatsächlich ein Trainingslauf. Einige Huskies werden noch ausgebildet. Die Auswertung erfolgt natürlich nicht im Gespräch. Belohnt wird mit Zuneigung und Kraulen. Also heute war es sehr, sehr cool. Ich war das erste Mal im Sommer. Ich war schon im Winter 2 oder 3 Mal. Und da war es auch sehr cool. Die Landschaft und die Hunde zu sehen, wie sie arbeiten, auch die Sprichworte, die man ihnen sagt, die Kommandos. Es ist einfach sehr schön. Und hast du Lust, im Winter noch mal an einer Expedition teilzunehmen? Auf jeden Fall. Es ist sehr empfehlenswert, weil du hast einfach diese Ruhe mit den Hunden und du hast praktisch nichts um dich. Nur Natur und die Hunde und das ist sehr cool. Auch weil ich Hunde sehr liebe. Was Lana beschreibt, ist das Herzstück der Husky Farm. Mehrtägige Winterexpeditionen. Im Team wird man selbst zum Mascher. Mit eigenem Schlitten und einem erfahrenen Guide geht es hinaus in eines der größten zusammenhängenden Wildnisgebiete Skandinaviens. Dass man ein solches Abenteuer heute noch in Europa erleben kann, ist kaum zu glauben. Wir sind ein von den wenigen Anbietern in der Welt, die lange Schlittentouren im Expeditionsstil anbieten. Wir wollen ein Naturerlebnis vermitteln, was unvergesslich ist, wo Mensch und Tier gleichgestellt sind. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir in den Bergen sind im Winter, dann sind wir als Mensch ohne die Hunde einfach aufgeschmissen. Diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier verstärkt das Naturerlebnis nochmal bedeutlich. Wer sich für Huskies interessiert und nicht gleich auf Expedition gehen möchte, kann auf der Farm auch an einem Welpenspaziergang teilnehmen. Die Hunde sind hier vor 7 Wochen zur Welt gekommen und werden ihr gesamtes Leben auf der Husky Farm verbringen. An diesem Tag geht es mit dem Auto in die Natur. Mit den Jungtieren spazieren zu gehen, ist vor allem bei Kindern beliebt. Die große Anziehungskraft kleiner Hunde auf kleine Menschen ist erstaunlich. So ein Welpenspaziergang hat natürlich auch einen ernsthaften Hintergrund. Er dient der Ausbildung der Welpen. Der Lehrstoff für die Tiere an diesem Tag ist simpel. Es geht darum, unfallfrei geradeaus zu laufen, Menschen zu beschnuppern und möglichst nicht verloren zu gehen. Außerdem lernen sie das Sozialverhalten im Rudel. Auch Schlittenhunde müssen ihren Beruf erlernen. Aber erst wenn die Huskies etwa 18 Monate alt sind, beginnt das Training. Als Welpen entdecken sie ihre Umwelt, gewöhnen sich an den Umgang mit Menschen. Das Ziehen eines Schlittens kommt viel später.
Erwachsen sind die Tiere in der Lage, das Vielfache ihres eigenen Körpergewichtes zu ziehen. Bei diesen Bildern kann man sich das kaum vorstellen. Manche von ihnen machen später Karriere als Leithhund. Aber nicht alle Huskies sind dafür geeignet. Es ist eine Frage von Charakter und Temperament. Die meisten Leute glauben, dass wir hier auf unserer Husky Farm Hunde züchten und verkaufen, aber das machen wir aber nicht. Wir behalten alle unsere Hunde das ganze Leben lang und die haben unterschiedliche Aufgaben je nach Alter. Wenn die jugendlich sind, bis Erwachsene, dann ziehen die das Schlitten. Wenn die ein bisschen älter sind, dann machen die kürzere Touren und Hunde, Oma und Opas gehen mit den Gästen spazieren. Während die Hunde in der Nacht absolut still sind, gibt es eine Tageszeit, da versteht man auf der Husky Farm kaum noch sein eigenes Wort. Punkt 16 Uhr ist Fütterungszeit. Würde man die Hunde dafür nicht festmachen, es käme zu einem gewaltigen Durcheinander, womöglich zu Mord und Totschlag. Gefüttert wird im Sommer einmal am Tag, im Winter auf Expedition. Wenn der Kalorienverbrauch hochgeht, bekommen die Hunde dann wesentlich mehr. Das Futter ist immer selber gemacht. Die Zutaten sind Rind, Schwein, Lachsöl. Dazu kommen Vitamine und Mineralstoffe. Huskies sind faszinierende Tiere mit unglaublich vielen Facetten. Dem Menschen gegenüber sind sie zutraulich und freundlich. Aber wenn es ans Fressen geht, übernimmt der Instinkt. Dann wird der sanfte Hund zum kompromisslosen Jäger. Jeder Hund versucht, sich seinen Anteil zu sichern. Gefressen wird schnell und konzentriert. Ein Verhalten, das an die Vorfahren der Huskies erinnert. Und natürlich auch an das Leben unter den harten arktischen Bedingungen. Wobei sich auch hier wieder die verschiedenen Charaktere zeigen. Einige Huskies fressen geradezu gesittet. Vielleicht lag das aber auch an den Kindern und ihrer beruhigenden Wirkung. Aber im Ernst, das Füttern folgt durchdachten Routinen. Erst muss Ruhe herrschen, dann gibt es den Napf. Das dient der Sicherheit, fördert die Selbstkontrolle der Tiere und ist eine Form klarer Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Für mich selbst war die Zeit hier eine echte Bereicherung. Zum einen bin ich auf der Husky Farm Inzet unglaublich herzlich aufgenommen worden. Zum anderen habe ich viel Neues gesehen und gelernt. Ich glaube, wir alle mögen Tiere. Sobald wir irgendwo eine Kreatur leiden sehen, gehen wir auf die Barrikaden. Und das ist auch gut so. Ich funktioniere da ähnlich. Bei mir geht der Tierschutz so weit, dass ich vor 2 Jahren aufgehört habe, mir Wurst und Fleisch zu kaufen. Nun habt ihr im Film vielleicht im Umgang mit den Huskies ein paar Szenen gesehen, die man als robust bezeichnen könnte. Aber ich war 14 Tage lang auf dem Hof. Ich habe gesehen, wie die Hunde hier leben, wie man mit den Huskies arbeitet, und glaubt mir, den Tieren geht es hier gut. Damit ihr besser versteht, wie abgelegen der Ort ist, in dem ich mich befinde, bin ich gestern mal die Straße im Tal bis zum Ende gefahren und dann noch ein Stück gelaufen. Und habe mit der Drohne in die Region gesehen, in das Gebiet, in dem im Winter die Husky-Schlitten unterwegs sind. Hier die Bilder.
Dort ist einfach nichts und ich finde das ziemlich kolossal. Einsamkeit bis zum Horizont. Vielleicht ist das nicht das Ende der Welt, aber dahinter folgt für lange Zeit keine Zivilisation. Und das in Europa. Ich kann nur hoffen, dass man dort niemals eine Straße baut. Allein die Samen, das indigene Volk Norwegens, ist dort mit großen Rentierherden unterwegs. Und interessanterweise habe ich auch immer wieder Samen dabei beobachtet, wie sie ins Tal gekommen sind, um hier auf der Farm zu duschen oder um sich die Haare zu waschen. Ihr merkt, es gäbe noch unglaublich viele Geschichten zu erzählen. Ich habe mich auch schon bei Morten für eine Husky-Winter-Schlitten-Expedition angemeldet, aber erst nach meiner Weltreise. Wenn ihr neugierig seid, dann schaut in 4 bis 6 Wochen wieder auf den Kanal. Es wird einen weiteren Film geben. Der Film Nummer 5 aus meiner Nordkap-Reihe endet hier. Bleibt gesund. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Tschüss von der Husky Farm Inset aus Nordnorwegen. Adios.